Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Kongabergen Kongacrafts. Heute zeige ich euch ein Täschchen, das ich kreiert habe aus einem Stück Stoff, so wie dies hier. Und je nachdem, wie lang, breit, schmal ihr euren Stoffstreifen macht, umso größer, breiter, schmäler wird natürlich eure Tasche. Und bevor ihr den Verschluss anbringt, könnt ihr euch noch entscheiden, wie ihr das Täschchen haben wollt. Ich zeige es euch. Hier ist das größere Fach innen und das kleinere außen. Wir drehen beides rum und haben jetzt nun das kleine Fach innen und das große außen. Oder wir wenden nur ein Fach nach außen, dann haben wir beidseitig ein Fach. Das große und das kleine. Wir können die Klappe nun auf diese Seite machen, so haben wir außen ein kleines, oder auf diese Seite, dann haben wir außen ein großes Fach und könnten noch einen Druckknopf hier anbringen. So, nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachnähen und los geht's! Dies ist mein Stoffstreifen 16 x 62 cm, aus dem ich das Täschchen mache. Man kann sich die Faltungen individuell einteilen, auch einfach ohne Innenabteilung. Dafür habe ich mir jetzt ein Schnittmuster gemacht und die Einteilungen vorgefaltet, damit ich beim Stoff weiß, wie rum ich falten muss. Wenn ihr das Innenteil andersfarbig haben wollt, also zweifarbig, dann müsst ihr an einer unteren Faltstelle den Schnitt teilen. Also ich habe es zum Beispiel hier geteilt, aber dann an beiden Teilen je eine Nahtzugabe zugeben. Wir arbeiten auf der rechten Stoffseite. Das Schnittmuster oder eure eigene Einteilung auflegen und mit Klammern fixieren, damit es an Ort und Stelle bleibt. Nun mit Stecknadeln die Faltkanten markieren. Die erste Falte ist die Bodenfalte vom Rückenteil. Das ist die zweite. Die dritte und so weiter, bis wir 5 Markierungen haben. Bei der Verbindung Klappe Rückenteil brauchen wir keine Markierung. Einteilungsblatt wegnehmen und leicht gefaltet vor euch hinlegen. So wisst ihr, wann ihr hoch und wann ihr runter falten müsst. Eigentlich ziehharmonikamäßig. Und jetzt entsprechend der Vorlage falten. Und gleich bügeln. Die nächste Falte nach oben falten. Wie rum ihr das Stoffstück legt zum Falten, bleibt euch überlassen. So wie ihr es am besten findet. Achtet darauf, dass die Kanten hier immer richtig aufeinander liegen. So, und die letzte Faltung. Die Markiernadeln entfernen.
und wieder zusammenfalten. Jetzt könnt ihr die Klappenkanten entweder abschrägen oder abrunden, wenn ihr wollt. Ich lasse das gerade. Mit Stoffklammern fixieren, dass nichts mehr verrutscht. Und an 3 Schnittstellen zusammennähen, dabei oben eine Wendeöffnung von 9 cm freilassen. Anfang und Ende verriegeln. So, fertig genäht und hier oben ist die Wendeöffnung. Jetzt die Ecken bis kurz vor der Naht schräg abschneiden. Die Nahtzugabe etwas zurückschneiden, nicht aber bei der Wendeöffnung. Nun durch die Wendeöffnung wenden. Die Ecken mit einem Falzbein oder einem anderen spitzen Gegenstand vorsichtig rausdrücken. Die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen schlagen, so dass es eine gerade Kante gibt und die Kante flach drücken. Mit der Zaubernaht verschließen. Den Link zur Zaubernaht-Neuauflage findet ihr in der Infobox. Alles gut bügeln. Die Klappe könnt ihr jetzt so lassen oder ihr macht es wie ich. Die Ecken hochklappen und per Hand an ein paar Stellen festnähen. Faden einfädeln, dicken Knoten machen und festnähen. Aufpassen, dass ihr zwischen die beiden Stoffschichten durchstecht und nicht hier rauskommt. Oben durch, unten durch und das ein paar Mal wiederholen. Am Ende den Faden 1- bis 2 Mal verknoten. Das gleiche hier unten und anschließend auf der anderen Seite. Und anschließend, ihr ahnt es schon, wieder gut bügeln. Jetzt nur noch ein Verschluss dran. Ich habe Cam-Snaps genommen und fertig ist das Täschchen aus einem Stück Stoff. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe doch bis zum nächsten Mal. Tschüss!